Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Hallo und Anna und heute machen wir ein ungewöhnliches Video für uns, denn heute wollen wir über die Sachen reden, die uns an Korea nicht gefallen, denn die Welt ist nicht rosarot und wir haben auch nicht unsere rosarote Brille auf. Wir wissen, dass es überall auch Minuspunkte gibt. Über diese Sachen wollen wir heute mit euch sprechen. An dieser Stelle wollte ich noch mal ganz kurz sagen, das ist nicht böse gemeint, was wir sagen, und uns ist klar, dass wir keine Koreaner sind und dass wir Deutsche und ich sind. war nie in Korea, klar, aber ja. Genau, aber das ist einfach das Thema unseres Channels und ich finde, jeder kann sich eine Meinung bilden und die auch sagen. Und deshalb werden wir das jetzt auch tun. Fängst du an? Was ist die erste Sache? Die erste Sache, die mir wirklich nicht gefällt, aber es ist wirklich meine Meinung, weil ich bin ein Mensch und du auch, die nie Alkohol trinken. Einfach nie. Oder vielleicht einmal im Jahr, um einfach zu sagen, hey, frohes neues Jahr und das wär's. Deswegen, die Trinkkultur, muss ich sagen, verstehe ich das nicht so sehr. Es war auch immer, ich habe es gehört, dass in Korea, das ist auch so ein way of communication. Dass die Leute trinken miteinander, um besser sich einander verstehen zu können und so weiter. Aber ich persönlich finde, es geht auch ohne. Deswegen, ja, ein Minuspunkt dafür. Ja, ich finde auch ein bisschen manchmal schade, dass das in K-Dramen so viel gezeigt wird. Weil, also ich finde, ich weiß nicht, in Deutschland ist ja oft so dieses, Kinder muss man schützen und so im Hinterkopf. Ne? Und wenn dann so viel Alkohol immer gezeigt wird, weiß ich nicht, was das für einen Einfluss auf jüngere Leute hat. Und da jetzt auch halt viel K-Drama im Ausland geguckt wird, könnten Leute das vielleicht komplett falsch verstehen, diese ganze Trinkkultur und dass da so viel getrunken wird. Weil oft werden dann so Szenen gezeigt, wo es einer Person sehr schlecht geht und die dann sagt, hey, dann lass uns erstmal trinken gehen. Als alle jedes Mal trinken. Ja, als wäre das so eine Lösung gegen Kummer und so. Ne? Ich weiß nicht, ob das psychologisch manche beeinflusst, wenn die sowas sehen. Und hier wird gesagt, dass du bist ein Alkoholiker, wenn du, keine Ahnung, jeden Tag trinken gehst, nachdem du eine nicht schlechte, harte Arbeit heute gemacht hast und so weiter. Aber ja, hier wirst du wie ein Alkoholiker bezeichnet. Ich meine, ich finde es ist wirklich so. Ich meine, wenn du jeden Tag trinkst, ist es schon übertrieben. Ja, weiß ich nicht. Einfach eine andere Kultur. Man muss das halt akzeptieren, aber trotzdem. Ja, aber stört es mich, aber ich werde nicht sagen, ne, hey, hört auf zu trinken. Hör auf zu trinken, nachdem ich nach Korea gekommen bin. Ne? Genau. Ja. So, dann meine Sache, die erste Sache, die mich stört, ist ein bisschen, so banal, würde ich sagen. Aber als ich in Korea war, das hat mich so sehr gestört. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo in der Öffentlichkeit seid und man geht durch so eine Tür, die von alleine wieder zugeht? In Deutschland, der zuerst da durchgeht, hält die Tür noch mal ein paar Sekunden auf und dann geht der Nächste durch und der hält die auch wieder ein paar Sekunden auf. In Korea, weil du bist das so gewohnt als Deutsche, ne? In Korea einfach so, puff, Tür ins Gesicht. Keiner hält die Tür auf. Die laufen wirklich alle so, du stößt sie dann so auf, gehst durch und das war's. Keiner hält die kurz fest. Und ich, Deutsche, ne, bin dann da und dann habe ich, weil für mich ist das normal. Ich bin dann durchgegangen, habe die Tür so, wollte die eine Sekunde halt aufhalten für den Nächsten. Und dann sind so 10 Leute durchgegangen. Als wäre ich so der Türaufhalter da. Und ich stehe da so, ja, ich muss eigentlich auch weitergehen. Wieso schämen die sich nicht für die andere Person? Die verstehen ja, dass du nicht da bist, um die Tür die ganze Zeit zu halten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Besonderheit ist, aber ich finde, das ist total nett, wenn man jemanden so die Tür aufhält und irgendwie auch logisch. Also ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Erziehung zu tun hat in Deutschland. Das macht man halt einfach so. Also mir würde das in der Schule so beigebracht. Ja, echt? Ja. Krass. Also ich kannte das jetzt nicht aus der Schule, aber keine Ahnung, man macht das halt einfach so. Und das hat mich so sehr gestört, weil also es gibt nicht so viele Türen, die davon alleine zugehen. Die meisten haben diese elektrischen Türen. Wie heißt das, die so aufgehen, diese Schiebetüren halt, ne? Aber die Eingänge zu so Kaufhäusern und so, das sind immer diese Türen und dann jedes Mal Tür ins Gesicht, Tür ins Gesicht. Oder du musst die so aufhalten, dass sie dich nicht trifft. Ja. Boah, aber war kannst das du dich anstrengend. vorstellen, wenn da Kinder hinter dir laufen und du lässt einfach die Tür so?
Hey, da kann was passieren. Keine Ahnung. Ist das irgendeine Besonderheit? Hat das irgendeine Bedeutung? Falls ihr das wisst, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ich würde das gerne einfach mal wissen. Ich auch, okay. Deine nächste Sache? Meine nächste Sache war, dass Idols sind zwar Idols, aber ich finde manchmal, die sind zu viel idealisiert, als ob die wirklich nur Engelchen wären. Also ich denke eigentlich, dass die wirklich Jüngste denken das wirklich, ach ja, da sind wirklich Engelchen. Ja, alle. so Teenies, ne? Ja, und ich finde das wirklich nicht richtig, weil wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Wir manchmal sind böse, manchmal sind wir, keine Ahnung, traurig oder wollen unsere Ruhe haben und so weiter. Aber das verstehen die Leute nicht. Das ist einfach so, du bist ein Idol, du musst das und das tun. Und ich kann nicht akzeptieren, dass du dich anders benimmst als das, was dir gesagt wurde. Auch ne? dieses Ganze, dass man halt, wenn man eine Beziehung hat als Idol, also das wird ja grundsätzlich verboten eigentlich. Meistens musst du das richtig unterschreiben. Das steht immer im Kontrakt. Aber wenn du das hast, dann musst du das halt komplett geheim halten und so. Und das finde ich auch so eine Sache. Ich meine, Ich finde es so schwer. Ich meine, das sind auch Leute, die brauchen manchmal auch Liebe, mein Gott. Und wenn du sogar keine Beziehung haben kannst, beziehungsweise du bist vielleicht fast 30 und immer noch nicht so, und du denkst, oh mein Gott, der Arme. Ja, eben. Also ich meine, bei so Hollywood-Stars ist das ja auch so. Die sind auch verheiratet und haben trotzdem noch ihre Fangemeinden. Und die Frauen finden die immer noch attraktiv und hübsch und sind immer noch Fans einfach von denen. Deshalb ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Ja, das finde ich auch nicht schön. Nächste Sache, die mir noch aufgefallen ist, als ich in Korea war, ist, dass die irgendwie Probleme haben mit dem Geruch der Kanalisation. Ah. Also das kann jetzt auch daran liegen, dass es Sommer war und es war halt sehr schwül, dass vielleicht dadurch diese Gerüche irgendwie... Weißt du, ich habe gehört, dass diese Gerüche sind nicht Kanalisation, sondern das sind Bäume, die wirklich stinken wie Kanalisation. Weißt du, das sind spezielle Bäume mit speziellen Leaves da. Die sehen, keine Ahnung, wie die sehen aus. Ja, also kann sein, aber als meine Freundin dann auch in Korea war, hat die da einfach einen Freund gehabt und dann hat die den gefragt und der meinte halt so, ja, das ist einfach Kanalisation, das ist wirklich? So. Weil ich habe immer gehört, es ist immer im Sommer der Fall, wegen dieser Bäume. Aber ja, kann auch Kanalisation sein, ich weiß nicht. Weil das war, also an 2 Tagen war das richtig schlimm. Das war, wo wir in Gangnam gewohnt haben. Und da ist drumherum nichts, da sind nur Hochhäuser. Und das hat da gar nicht gerochen. Aber an 2 Tagen war da so ein Geruch, richtiger Kanalisationsgeruch, dass wir nur noch so gelaufen sind. Und ja, das ging richtig bis zu der Metrohaltestelle, dieser Geruch. Und das hat mich extrem gestört, weil ich bin halt sehr empfindlich, was Gerüche generell betrifft. Und ich kriege auch sehr schnell Kopfschmerzen, wenn irgendwas so zu stark oder sehr unangenehm riecht. Deshalb war das für mich diese 2 Tage einfach nur der Horror, weil wir eben genau da gewohnt haben, wo das so gerochen hat. Also aber mal überprüfen, ob das die Bäume sein können oder ob das immer so steht. Hoffentlich nicht. Ich hoffe auch nicht. Und die letzte Sache, die ich wirklich nicht mag in Korea, das war die Sache über die alleinerziehenden Mütter. Dass sie wirklich solche Schwierigkeiten haben, dass die geschimpft werden. Also, dass sie einfach nicht angesehen werden, sozusagen. Ja, nicht seriös genommen werden und so weiter. Einfach deswegen, weil sie keinen Mann haben und ihre Kinder allein erziehen. Ich finde das wirklich, wirklich schlecht, weil passiert alles im Leben. Es kann wirklich alles sein. Ja. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht. Und sogar verstehe ich nicht, warum, wenn eine Frau kein Kind hat, dann hat sie einen guten Job und sofort, wenn sie ein Kind kriegt, ist es so, dass sie wirklich zu Hause bleiben muss oder die wird sogar nicht mehr zur Arbeit genommen, einfach deswegen, weil sie ein Kind hat. Ja, aber gibt es in Deutschland auch solche Fälle? Es gibt es, aber da finde ich es viel extremer. Ja, stimmt. In großen Firmen, die meiste Zeit siehst du sehr viele Männer und ja, also soweit ich weiß, haben die jetzt auch so verschiedene Gesetze rausgebracht, die halt das so ein bisschen bekämpfen möchten, weil es gibt ja auch diese Feminismusbewegung in Korea, die jetzt sehr aktiv ist. Aber das wird wahrscheinlich noch ein langer Prozess sein. Das ist immer ein langer Prozess. Kultur ändern ist eine Sache, ne? Das wird auf jeden Fall dauern. Ja, es ist aber super schade. Also vor allen Dingen, so, wir sind ja Frauen, wir können da richtig mitfühlen. Deshalb,
es ist ein schlimmes Thema und es kommt auch selten, sage ich mal, in so K-Dramen vor, dass überhaupt alleinerziehende Mütter gezeigt werden. Und wenn, dann ist das immer sehr negativ irgendwie dargestellt. Es ist dargestellt wie die Arme, aber und sie lebt so davon, was sie verdienen kann, aber die arbeitet den ganzen Tag, um diese Kleinigkeiten zu verdienen. Aber also man zeigt es schon, ne, dass es wirklich wahr so ist in Korea. Und was auch in Filmen und so K-Dramen oft gezeigt wird, ist auch, dass die Kinder, die nur einen Elternteil haben, sehr gehänselt werden. Ja, stimmt. Da hast du recht. Also das, was in K-Dramen ist natürlich nicht die Realität. Ne? Ja. Das will ich jetzt nicht damit sagen, aber das wird halt einfach oft so gezeigt. Ne? Und es tut mir immer total leid, weil die Kinder sind die gar nichts dafür können. Die können wirklich nichts dafür. Und wenn die dann so gehänselt werden dafür, ist es schon hart. Also das trifft einen echt. Das finde ich super schade. Die nächste Sache, die mir noch einfällt, ist, die ich nicht mag an Korea, sind Sekten. Oh, ja. Das ist wirklich, also ich hätte nie gedacht, dass das so ein Thema ist in Korea, aber selbst ich als Ausländer, wo auch klar war, dass ich kein Koreanisch spreche und so, habe trotzdem immer wieder diese Flyer in die Hand bekommen und die stehen dann einfach so am Straßenrand, die haben dann irgendwie so gelbe Westen an, die haben dann da ihr Zelt aufgebaut, wo die Informationen rausgeben. Die machen das schon sehr klug, die geben dann Ausländern so Zettel mit, wo dann auf Englisch draufsteht, wir bieten auch kostenlose Koreanischkurse an und dann finden sie Das ist eine Sache, ja. Sie finden dann besser Anschluss in Korea und finden direkt neue Freunde und wir unterstützen sie bei all ihren Angelegenheiten. Und ich glaube schon, wenn man nichts über Sekten weiß, kann man da drauf reinfallen, ne? Weil Koreaner gelten ja grundsätzlich als sehr freundlich und sehr offen, also sehr gastfreundlich, sage ich jetzt mal. Und das könnten Leute falsch verstehen, wenn die nicht wissen, dass das einfach Sekten sind. Aber das sind nicht immer Sekten. Es kann einfach eine katholische Religion sein. Und trotzdem die wirken wirklich wie eine Sekte. Die benehmen sich so. Ja, du musst dann da auch mindestens einmal die Woche hingehen, sonst rufen die dich an und fragen, warum du nicht gekommen bist und so, ne? Und ja, ich finde das alles so ein bisschen Übertrieben. Ich habe nichts gegen Religion, um Gottes Willen. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Aber ich finde, wenn man das so öffentlich auf der Straße irgendwie Propaganda dafür macht, finde ich schon hart irgendwie, Ja, weiß es ich ist zu nicht. viel. Es hat mir echt nicht so gefallen. Und dann kam ja die ganzen News, dass in Korea der Coronavirus ja so krass ausgebrochen ist, wegen einer Sekte und das sogar zweimal. Wo ich mir so denke, Alter, das muss doch irgendwie kontrolliert werden oder mehr kontrolliert werden, als es jetzt kontrolliert wird. Ja. Ja, ich habe noch eine Sache. Ja. Und ja, das ist das Wetter in Korea. Halleluja! Ich wäre, glaube ich, schon längst nach Korea gezogen, wenn das Wetter da nicht so wäre, wie es eben ist. Die Sommer sind unerträglich heiß. Das ist eine Hitze, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Das gibt es nicht in Europa. Doch, einfach im Sauna gehen. Ja, in die Sauna gehen, genau. Also das sind dann so 40 Grad mit einer Luftfeuchtigkeit von 100%. Teilweise merkst du, dass in der Wohnung, wenn du nicht so einen sehr starken Luftentfeuchter hast, dass die Wände, die Tapeten, die wellen sich schon so von der Feuchtigkeit. Wow. Und das ist, also ich fühle mich bei so einem Wetter überhaupt nicht wohl. Ich habe mich die ganze Zeit krank gefühlt, so fiebrig irgendwie und so schwach. Und ja, also ich bin natürlich selber schuld, weil ich im Spätsommer da war. Das ist auch nicht die beste Reisezeit. Aber dann kommt noch dazu, dass halt die Winter in Korea auch wiederum sehr, sehr kalt sind. Das geht wirklich von der einen Extreme in die andere. Weil es so schwül da ist, ne? Ja, aber die Immer Winter wieder. sollen sehr trocken sein. Nee. Doch, Ja. sehr trocken. Die machen nämlich im Winter immer die Luftbefeuchter an Aha, und im Sommer die Luftentfeuchter. super. Ja, Das Gerät lohnt sich, wenn du hast. Ne? wirklich. Ja, also kann auch sein, dass es nur in den Räumen dann so extrem trocken ist wegen Heizung und so. Vielleicht ist ja draußen die Luftfeuchtigkeit trotzdem hoch. Da bin ich jetzt kein Experte, aber einfach die Kälte schreckt mich ab. Ne? Weil die sagen halt auch immer, das fühlt sich sehr kälter an, als die Gradanzahl eigentlich ist. Es ist so wie in Deutschland. Ich meine, Ja. wenn du in Sibirien bist und bei minus 30, ja, aber Ja. bin ich einfach in meine Turnschuhe rumgelaufen. Das war Ich ganz auch. Okay, ne? Und hier bei minus 5, nicht 30, bist du schon. Ja, mir ist schon bei 10 Grad Oh mein kalt, Gott. um ehrlich zu sein. Ja, Bei es ist schon plus bei 10. 10, Aber wirklich. es ist wirklich wegen der Feuchtigkeit. Ja. Könnte auch Und der sein, dass Wind das auch auch. so. Ja, stimmt.
Ja, also das ist echt ein Minuspunkt, aber da muss man sagen, dass der Herbst wirklich sehr, sehr schön sein soll in Korea. Das habe ich persönlich nie miterlebt. Und auch der Frühling, wo dann alles blüht und so. Aber da habe ich auch gehört, ist oft das Problem mit Pluschen, dass dann immer diese ganzen, dass die immer diese Masken tragen müssen wegen Luftverschmutzung und so. Das ist wohl genau in diesem Zeitraum. Deshalb, Mensch, ja. den ganzen Jahr fast irgendetwas. Ja, genau. Deshalb ja. Aber ich denke, dass das alles Gewöhnungssache ist. Man kann sich an alles gewöhnen. Dann kannst du bald nach Korea ja, ziehen. wir Menschen sind Transformer. Wir können uns daran gewöhnen. Ja. Und ja, vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich tatsächlich mal für ein paar Monate oder so da bin. Das würde mich sehr freuen. Ja. Trotz der ganzen Minuspunkte sind wir trotzdem super große Fans von Korea und ja, lieben eigentlich fast alles dort. Ja, das stimmt. Es gibt viel, viel mehr positive Punkte als negative, wie ihr hört. Ja. Also viel mehr haben wir nicht. Genau. Ja, das waren unsere Sachen, die wir nicht so gerne mögen an Korea. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Danke vor allen Dingen den Leuten, die uns hier unterstützen, all unseren Abonnenten. Besonderes Dank geht einmal an Barbara, an Finja und auch an Gachugara TV, die entweder uns reposten oder all unsere Videos kommentieren. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Danke euch. Danke, danke, danke. Ja, an die uns noch nicht abonniert haben, tut das bitte, 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 bitte. Abonniert unseren Kanal. Das ist wirklich eine große Motivation für uns. Wir haben bald 300 Abonnenten. Ja. Und wir sind so, kannst du dich vorstellen, wir haben bald 300. Ist wirklich so. Und folgt uns auch gerne auf Instagram. Dort seht ihr auch Sachen, die wir hier auf YouTube nicht posten. T-Round heißen wir dort auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke. Wir sehen uns. Danke. Tschüss. Bye.